Hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Ich habe irgendwie das Gefühl, ist das Mikrofon zu laut, ey? Ich weiß es nicht. Ich glaube, kann ich hier eigentlich raustappen und er nimmt einfach weiter auf. Dann tappe ich mal ganz kurz aus dem Fenster. Ah, guck mal, dann kommen wir hier direkt da mal. Geiles Bild. Richtig nice. Wo ist meine Maus? Ah. Da ist die Maus. Wir gehen mal ganz kurz hier auf mein Mikrofon. Wir gucken mal ganz kurz. Ich glaube, das ist viel zu laut, oder? Alter, what the fuck? Sorry. War viel zu laut, der Scheiß. Eieieiei. Gut, dass ich das jetzt auch mal überprüfe. So, mal gucken, ob ich das dann ein bisschen besser hinkriege in der Nachbearbeitung. So, jetzt kommen wir hier auch wieder raus. Zack. So, das wollen wir gar nicht aufmachen. Gehen wir wieder weg. Gehen wir mal zu der guten Dame darüber. Die wollte ja mit uns reden. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum das scheiß Mikro so laut ist. Aber jetzt weiß ich es. Es war zu laut. Deswegen war es zu laut. Oh mein Gott. Macht Sinn. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Halt, stopp! Halt, stopp! Alter, der verbrennt irgendwas. Was verbrennt er da? Was verbrennt er? Oh mein Gott. From the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Ja. Guck mal, hihihi, der ist da reingelaufen, der Trottel. Ich krieg dich. Oh, jetzt darf ich schneller rennen. Ja, bam. Richtig gut. Jetzt können wir sprinten. Geil. So, mein Freund, was Ah, verhaften. Alles klar. Direkt einkerkern oder so. Okay, achso. Ach, guck mal, er wollte die Schuhe verbrennen. Oh, da ist Blut dran. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Ei. Okay. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't... No one's home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Boah, ist aber auch scheiße. Mutter We gotta tot. get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Mutter tot, Vater jetzt erstmal in Gewahrsam. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, warte. Wir sollten ja telefonieren, du hast recht. Ich vergaß. Galloway, Homicide Division, badge number Macht das schon? 564. Go ahead, Detective Unit. Toll. Can we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting at the police morgue downtown when he's available. Okay. Got it, KGPL. Dann fahre ich erstmal da, mal gucken, was der von mir will. Müssen wir halt wieder zum Zentralrevier zurück. Das Telefon ist schon wieder an. Warum ist das Telefon an? Ich muss jetzt erstmal zum Telefon. Ich muss telefonieren. Ich habe den Ofen angelassen. Ich muss ihn kurz anrufen. Hallo? Hallo, Ofen. Ofen? Hallo? Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Keine Ahnung. I need an address on a Belmont High School. Ach so. Checking for you, Detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thank you. Thank you. So, aber trotzdem erstmal zum Leichenschauhaus. So, mal gucken, was wir da erfahren. Müssen wir bestimmt wieder einen riesen Umweg fahren. Das ist doch bestimmt hier wieder am Arsch der Welt. Was hier? Ach, hier ist die Highschool. Ja, klar. Guck mal, wir können hier geradeaus einfach fahren. Ja, dann fahren wir rechts, dann fahren wir die ganze Zeit lang. Ja, hier so. Und dann irgendwann fahren wir links und dann sind wir da. Ist ja ganz einfach. Voll easy, ey. Voll easy. Aber nicht zu schnell. Sonst kommt die Polizei und ist böse.
Und das wollen wir natürlich nicht. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband, Phelps. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. Hätte auch die Tochter sein God können. knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away, that one. Any central unit of possible Ah, Funkgerät ist wieder kaputt. Scheiße, ey. Wir sollten das echt mal reparieren lassen, Basti. Was meinst du? Standby for further unit Was? channel identified. Hör nichts. Es rauscht einfach zu krass. 11K to KGPL. We'll take the 288. Go ahead with the further. Was? All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Unit to handle code 3, identify. Oh nein, das war für die Highschool oder was? Nee, da fahre ich da jetzt gar nicht hin. Er hat es automatisch angenommen. Ja, der wird wahrscheinlich gleich immer noch da sein. Ich bin ziemlich sicher. 1, 2, dritte. Dritte links, okay. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt verzählt, aber eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich schon. So, das bedeutet hier um mich links. Cole! Bam, Junge! Destruction Derby, ich bin großer Fan. Ich möchte das gerne im realen Leben nachprobieren, auch. Also nachspielen und so. Deswegen mache ich das auch, weil das ist geil. Sehr gut. So, wir fahren jetzt noch durch den Tunnel, dann müssen wir eigentlich gleich da sein. Dann können wir mal gucken, was im Leichenschauhaus abgeht. Was der für uns hat. Danach fahren wir zur Highschool. Und machen dann ein kleines Musical. Da bin ich. Leichenschauhaus, 3:52 Uhr. Hier sind wir haben uns auch umgezogen, hatte ich das schon erwähnt. Wir haben uns ja mal so ganz fashion neue Schale geworfen, mitten auf der Straße, hat Cole sich umgezogen. Ist ihm aber scheißegal, dass die Leute da gucken, ne? Deswegen gar kein Problem. So, was gibt's? Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Okay, ich gucke sie mir an. Das obere Seil. Ja, und nun? Aha. Ach, ich muss alle gucken, das... Okay. Nein. Sieht aus dem Schnitt. So haben die das damals gemacht? Echt? Was? Ich hätte das an der Leiche probiert, irgendwie. Ach, das war's. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Okay, krass. Das hat Uff. Ich hätte das andere Seil genommen, das ist viel So are besser. we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Okay. Nee, das ist falsch. Dann werde ich mal den nächsten Ort direkt natürlich markieren, und zwar die Belmont High School. Da schauen wir uns doch mal direkt um, was da abgeht. Da ist ja auch... Ach, wir haben hier ein Telefon. Moment, ich muss telefonieren. Dann können wir los. Wo ist das Telefon? Telefon? Hallo? Telefon? Hier? Ist hier ein Telefon? Hallo? Da. Warum telefonieren wir? Operator, message for KGPL. Ah, okay. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. A green 1946 coupe, registered to Mrs. Hugo Muller, has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. Captain Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement.
Thanks, man. Okay. Gut, wir wollen ja eh dahin. Aber da war doch irgendwas mit so einem komischen Typ da, der da rumgeistert, oder? Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Also müssen wir da erstmal hin cruisen. Dauert ja immer eine Weile, bis man da ist. Okay, na dann. So, wir fahren durch den Not Tunnel. exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. Coroner's. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. If I close one eye and squint, you can just about make out the print. All units in the vicinity in any Century unit. A 211 and shots fired, 410 South Flower Street. Units in Canano Code 3, identify. Wir melden uns nicht, wir haben keine Zeit. Wir müssen Donuts essen. So, da ist dann auch schon meine Motivation hin, die alle zu machen. Aber ich habe gesagt, dass es so kommen wird. Von daher ist das kein Problem. So, wir fahren jetzt aber erstmal zur Highschool. Wie gesagt, ich glaube, da war irgend so ein komischer Sittenstrolch, keine Ahnung, irgendwas war da. Mit irgendeinem Typen, glaube ich, der da rumwuselt. Und da schauen wir einfach mal, was abgeht. Vielleicht ist er auch wieder weg. Keine Ahnung. Kann er sein. Ansonsten, das Auto von Mrs. Mother ist da. Aber was hat es dort zu suchen? Ist sie dorthin gefahren und wurde dann verschleppt, um brutalst getötet zu werden? Das wäre möglich. Aber das werden wir investigativ natürlich herausfinden. So, wo muss ich jetzt lang? Ja, da, wir fahren mal hier lang. Lernen wir mal ein bisschen die Stadt hier kennen. Guck mal, da ist sie doch. Jawohl. Wo ist der komische Typ? Alles kleine Pedobären hier. So, da sind wir. Belmont High School. The Sport Place. This is the car? Yes, sir, Detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. And this was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. Is he violent? Yes, sir, I would say so, yes. There's the son of a bitch now! Hey, you! Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Ja, natürlich, natürlich. Verstehe. Kann ich das Fahrrad nehmen? Und Spaß, ne? Sprinte, du Sau! Achso, ich kann nur sprinten, wenn ich nah genug bin, ne? Echt, da ist er? Boah, danke, dass du mir das gesagt hast. Hätte ich fast, also, boah, den hätte ich übersehen, du. Der sieht ja genauso aus wie das Gras. So blau. Boah, ey, ich verstehe ja nicht, warum müssen die alle immer rennen, ne? Wo ist denn der jetzt? Oh, scheiße, er ist da lang gelaufen. Komm schon. Ich will sprinten. Sprinten! Komm schon. Ich kann nicht sprinten. Verdammt. Ich laufe ihm einfach hinterher. Da ist er doch. Guck mal, hier, da ist er. Nee, ist er doch nicht. Aber jetzt, ich hab ihn gleich. Komm. Tackle. Yeah. Yeah. Bam. Jawohl. Ich hab ihn. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy.
A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. Oh, ja. Die Schmetterlingsbrosche kennen wir natürlich, ne? Why bother with the paperwork, Eli? I'm gonna take out my gun, and I'm gonna count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Boah, die waren aber schnell. Alter, Rusty. Boah, der war ganz schön schnell beim Telefon. So, dann gucken wir uns mal das Auto an. Okay, hier liegt alles bereit. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Das Seil. Wahrscheinlich das Ding wurde auch benutzt. It's from a Chrysler. Could be important. Ja, könnte sein. Man weiß nicht. Und das hier noch. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Eieieiei. Nee, da macht er nur das weg. HM, okay. War es das oder können wir noch was anderes gucken? Ja, ich weiß. Zentrale anrufen, bla bla bla. Aber kann ich hier nicht noch was machen? Nein? Kein Koks drin oder so? Alles klar. So, dann gehen wir mal zum Telefon. Kann ich mit dem Auto da bitte... Wo ist das Auto? Ey, Mann! Wo ist dein Auto? Es ist weg. Es wurde gestohlen. Na gut. Ach, da steht's natürlich. Direkt neben dem Telefon, klar. So, dann rufen wir mal eben an. Und ich denke mal zum Revier jetzt, ne? 2 Verdächtige. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks for your help. So, das Coole ist, wir haben jetzt 2 Verhöre. Ja, ja. Und ich glaube fast, wir müssen uns dann auch entscheiden, wen von beiden wir einsperren wollen. Ich bin mir nicht sicher. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for this. Tja, das ist halt die I Frage, don't know ne? about this. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Muller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Das ist genau die Frage. Wir werden uns natürlich erstmal die Verhöre anhören und gucken, was da abgeht. Aber im Grunde... Gut, beide könnten sein. Ich denke auch, es wäre der Ehemann. Der hat auf jeden Fall... Also, da deuten halt alle Indizien hin. Auch da ist jeder überhaupt nichts auf meiner Karte. Ach, ich habe auch nichts gehört. Nein, nein, ich höre nichts. Nein, 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 nein. Oh, der Verbindung ist ganz schlecht hier im Tunnel. Ganz, ganz schlecht. Ich sag mal, es deutet viel auf den Ehemann hin. Es könnte natürlich auch der Rooney sein. Da muss man natürlich sagen, gut, der Rooney ist halt anscheinend ein Kinderschänder. Was natürlich uncool, will ich ja noch nicht mal sagen, was schon ziemlich abartig ist. Aber da ist halt, sage ich mal, so die Frage, soll man ihn einsperren, auch wenn er jetzt nicht der Mörder ist, aber trotzdem deswegen, aber für ein anderes Verbrechen? Also, weil er ein Kinderschänder ist, aber für ein anderes Verbrechen, das ist die Frage. Tja, weiß ich nicht. So. Better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest.
Okay, jetzt muss ich mich erstmal... Ich muss erstmal auch überlegen, wo ist Interview... Molar's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Okay. Wer ist jetzt wo? Verdammt. Verdammt, wer war wo? Sag mir nochmal, wer wo war. Scheiße. Ich will mit dem Mann anfangen irgendwie. Kann ich die aber ich kann sie nacheinander verhören, kann ich dann aber auch nacheinander, also nochmal dahin und dann dahin und so? Okay, hier ist der Mann, wir gehen hier erstmal rein und hören uns mal an, was er zu sagen hat. Here's where we stand, Hugo. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Believe what? It's rabbit's blood. A guy at work brought him in and I helped him skin them. Okay. Gut, hätte man wahrscheinlich, wenn das stimmt, ich habe ja jetzt gesagt, es war die Wahrheit, hätte man es wahrscheinlich wohl in diesem Zusammenhang eher weniger geglaubt, ja. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Na, jetzt glaube ich aber nicht so ganz. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Ha, danke für den Tipp. Dann weiß ich ja Bescheid. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Das ist eine Lüge. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Der ist sich allein bei der Antwort, ich habe keinen Beweis, unsicher. Aber ich habe einen Beweis. Ja, ja. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Gut, wir haben ein Overall im Auto gefunden. Deswegen sage ich jetzt klar, gut, es kann natürlich stimmen, aber ich sage jetzt Lüge. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Dann ist es komisch, dass wir ihn im Auto gefunden haben. Nicht in ihrem Haus. Green overalls, bloodstained, with the initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Okay, ich verlasse das jetzt erstmal. Ich will erstmal mit dem anderen sprechen und dann schaue ich mal. Wir lassen den erstmal noch ein bisschen foltern hier. Ein bisschen foltern. Es gibt übrigens 20 Ränge, wir sind schon 17. Ich glaube, wir haben auch mit 180 schon angefangen. Keine Ahnung. Nee, mit was haben wir angefangen? Bestimmt mit 10 oder so, ne? Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt mal in Interview Room 1. Boys, you've really come through this time, haven't you? Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Also alle wollen auf jeden Fall ihn ins Kittchen gesperrt sehen. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Na dann. You're down on your luck, Eli. I've had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job.
A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Blablabla. Ich habe noch ein bisschen Intuition, das setze ich jetzt mal ein. Wahrscheinlich bringt mir das absolut gar nichts. Anzweifeln. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Ich sage mal. Bei dem weiß ich gar nichts, der guckt da so komisch. Ja, er sagt die Wahrheit, der sagt die Wahrheit. Weil ich weiß nicht, was soll ich lüge. Ich habe ja nichts gegen ihn wirklich in der Hand, außer die Brosche, die wir bei ihm gefunden haben. Sonst haben wir keine Beweise. Farm boy like you, Eli, must prefer Magay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie, hitch, and braid. It stays tied. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. You have no job and nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and then put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. Okay. Jetzt muss man natürlich, also ich weiß, alle wollen, glaube ich, eher ihn sehen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht, also ich glaube, das hat keine Relevanz für den Abschluss des Falls, weil wir haben ja jemanden hinter Gitter gebracht. Ich weiß aber nicht, ob auch irgendwann, wenn wir die Falschen jetzt beschuldigen, dass die später wieder rauskommen, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein richtiges Schwein, ja? Ein richtig abartiger Typ, ja? Steht halt auf etwas jüngere Mädchen. Aber ich weiß nicht, ob der die getötet hat. Ich meine, das passt ja. Was er sagt mit dem Overall, das passt alles dazu, dass von Hugo der Overall im Kofferraum liegt. Also ich würde intuitiv jetzt sagen, ich beschuldige You're as Hugo. good as done, Mr. Rooney. All it will take now is some paperwork. So, 7 Erfahrungen bekommen. Ich gehe jetzt zu dem anderen, ich beschuldige den, ey, weil ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, Mann. Alle wollen den anderen sehen, aber wir sind für die Gerechtigkeit und nur weil er ein Kinderschänder ist, heißt das nicht, dass er die Frau getötet hat, aber er kommt trotzdem ins Gefängnis. So, mein Freund, tja. Ich beschuldige dich jetzt. Du hast Zwieback geklaut. Hugo Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Den anderen hätte er mit mehr Vergnügerigkeit verhaftet. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises.
promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es der falsche war. Ich habe einen Hinweis wieder nicht gefunden. Verdammt. Was? Was? Hä? Warum habe ich nur 2 Sterne? Nee, ich habe keine Leute wirklich angefahren. Okay, ein bisschen Fahrzeugschaden, ja, aber... Hä? Oder war doch der... Nee, das macht, also ich glaube, egal wie man nimmt, das macht sich nicht wirkt sich nicht darauf aus. Aber ich frage mich gerade trotzdem, warum ich nur 2 Sterne habe. Entweder ist er deswegen aber warum? Habe ich irgendwie Leute angefahren oder so? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Vielleicht war er deswegen angepisst. Das kann sein. Weiß ich nicht. Oder er wollte wahrscheinlich auch, dass wir den anderen nehmen. Aber gut. Hat er Pech. Wir sind am Ende. Der goldene Schmetterling. Der Fall ist abgeschlossen, ziemlich schlecht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das ist jetzt sehr fragwürdig. So ist das bei der Polizei, ne? Die Entscheidung, wen wir hier eingebuchtet haben, gefällt dem Captain nicht, gibt er gleich schlechtes Urteil. Der Arsch. Ach ey, ich hasse sowas, ne? Diese blöden Doofkur. Doofkur. So. Ich bedanke mich bei euch und bis zur nächsten Folge. Haut rein.